So, guten Morgen. Wir sind jetzt gerade hier vom Gepäckband quasi weg. Wir sind in Madrid gelandet. Ja. Ach, ich glaube sogar 10 Stunden nur. Ja, ging recht schnell. Wir hatten Brückenwind oder so. Also irgendwie freut man sich normalerweise, wenn man schnell unterwegs ist. Aber jetzt ist hier 4:30 morgens. Alles hat zu, alles ist dunkel, es ist arschkalt. Und einchecken können wir erst um 14 Uhr oder so. 14 Uhr, 15 Uhr, genau. Jetzt müssen wir gucken, was wir gleich machen. Wir versuchen jetzt erstmal irgendwie irgendwo einen Kaffee zu kriegen. Aber selbst das um die Uhrzeit ist schwer. Aber Ja, und dann gucken wir mal, wie wir mit dem Bus nach Madrid reinkommen. schon Leute, genau. Ja. Dass wir in Madrid sind, haben die wir ja haben schon gesagt, verraten. genau. Und die haben im Flugzeug gesagt, sie sind wohl 15 Grad. Also Ja, es war auf jeden Fall kalt. Als wir vom Flieger in den Bus stiegen, war es schon kalt. Wir werden jetzt erstmal hier in der Ecke suchen, wo wir uns die Jacke anziehen. genau. Das wollten wir eigentlich zuerst machen, aber Sarah hat dann die Kamera rausgezogen. Ja, Egal, wir ziehen uns jetzt die Jacke an. genau. Wir sind jetzt so hier in der letzten halben Stunde, bis wir in die Unterkunft können. Wir sind jetzt mittlerweile 25, 26 Stunden irgendwie wach. Wir können nicht mehr. Uns fallen schon fast die Augen zu. Also wir werden uns jetzt gleich, wenn wir in der Unterkunft sind, erstmal hinlegen. Und dann gucken wir heute Abend noch mal ein bisschen rum und morgen dann den ganzen Tag. Weil jetzt hier mit den Koffern alles, das ist totaler Mist eigentlich. Ja, alles rappelt über die Kopfsteinpflaster. Ja, das ist Mist und das ist halt umständlich auch. Aber erstmal müssen wir gleich schlafen. Wir sind jetzt endlich hier in unserem Zimmer angekommen. Wir müssen jetzt schon aufpassen, wo wir hinlaufen. Die Qualität lässt absolut zu wünschen übrig. Wir sind jetzt hier den ganzen Vormittag doof rumgerannt. Nach einem 12-Stunden-Flug, nach keine Ahnung wie lange wach. Damit wir reinkommen, da war eine E-Mail-Adresse angegeben, da war eine Nummer angegeben. Anrufen können wir von unseren Handys nicht. Keine Ahnung wieso, es geht einfach nicht. Also habe ich E-Mail geschrieben, die haben natürlich nicht geantwortet. Dann waren wir hier beim Check-in, da war kein Mensch, da war ein Automat. Guckt euch mal die Wand an. Ja, das sieht man, glaube ich, gar nicht. Und hier muss man auch sehr schmal sein. Also ihr dürft nicht mehr essen wie ich. Genau. Damit man hier dann irgendwie auch in die Dusche kommt. Ja, da ist auch Schimmel. Bei der Tür müsst ihr halt auch vorsichtig sein. Ja, das kann man anfangen, ist jetzt halt auch so eine Sache. Naja, und schön den Schlauch durch die Wand. Geht der da wieder raus? Die Klimaanlage geht ins Klo. Wie geil ist das denn? Ich hätte jetzt gedacht, für 60 Euro kriegt man ein bisschen mehr. Ja. So täuscht man sich. Die Preise sind wohl gestiegen die letzten Jahre. Das kannst du auch nochmal aufmachen, also so ist es nicht. Ja. Ui, ja, schön. Ja gut, das wussten, das war aber auf den Fotos. Genau, das ist die Hauptstraße. Ein Mehrblick hier ist in Madrid, ist klar. Ja, da ist das. Also, wem das reicht, okay. Ja. Aber vielleicht haben wir zu hohe Ansprüche, ja? Schreibt doch mal unten drunter. Haben wir jetzt zu hohe Ansprüche oder was sagt ihr zu dem Zimmer? Ja? Würdet ihr das für 60 Euro für toll empfinden? Also oder? Wir haben ja jetzt schon Hotels gesehen für über 200 Euro. Das war halt auch relativ schwer, was preisgünstiges zu finden, weil wir wollen ja eigentlich nur 2 Nächte hier übernachten und dann weiter. Ja, zum nächsten Ziel. So ist das. Ja, das ist eigentlich nur gezwungenermaßen, weil die Reise komplett halt viel zu lang werden würde, weil es dann nochmal 12, 13 Stunden weitergeht. Wohin seht ihr da noch? Da zeigen wir euch gleich noch den Eincheckautomaten, weil es vielleicht mal interessant ist. Genau. Ich habe es aber noch nicht gesehen, aber ich bin jetzt auch noch nicht so viel gereist. Wir sagen euch so grob, was wir da machen mussten, weil das haben wir jetzt nicht gefilmt. Dann gehen wir gehen jetzt schlafen. Genau, wir können nicht mehr. Wir müssen jetzt erstmal eine Runde uns hinhauen. Und dann gehen wir gleich erstmal Lebensmittel einkaufen, wenn wir einen Laden finden. Weil der Lidl hat schon zu. Aber wir können euch aber auch nochmal eigentlich das Gelsenkirchen von Madrid zeigen. Ja, aber bestimmt nicht heute Nacht. Nein. Da liefen ja tagsüber schon komische Gestalten. Aber hier ist ja viel länger hell als bei uns. Ja, wir gucken mal. Ich weiß noch nicht wie lange. Sehen wir dann. Nicht kaputt machen. Wir haben jetzt unser Zimmer zugemacht, also da 203 ist unser Zimmer. Dann kommt man hier direkt in diesen Flur. Die Tür ist ganz cool. Hier ist ja sehr viel altertümlich. Ja, die Tür sieht mir auch so aus. Jetzt gehen wir nochmal einmal mit euch eine Etage tiefer, wo dieser Anmeldeautomat ist. Was wir noch sagen wollten, ist auf jeden Fall sehr sauber gewesen in unserem Zimmer. Also da kann man nichts sagen. Sauberkeit ist gut. Die Dusche an sich mit dem Wasserdruck ist sehr gut. Aber was wir vorhin schon vermutet haben, die Platzangst hat sich bestätigt. Das ist wirklich, also ich bin ja nicht groß und ich habe da echt Probleme gehabt,
duschen zu können. So, jetzt sind wir hier. Irgendwie ging das gerade so auf. Man hat gerade geschummelt. Da muss man wahrscheinlich auch den Code eingeben. Hier ist auf jeden Fall der Automat. Ihr habt hier verschiedene Sprachen zur Auswahl. Macht natürlich so eine Handhabung mit so einem Automaten ganz gut. Dann müsst ihr da eure Buchungsnummer irgendwie eingeben. Per E-Mail. Genau, die kriegt ihr alles per E-Mail. So in etwa wurden auch die Fotos dargestellt. Genau, so sahen die Fotos aus da auf der Website. Ja, dann müsst ihr hier euren Personalausweis oder euren Reisepass, wir haben ja nur einen Reisepass dabei, da reinmachen. Jo, wahrscheinlich kann man dann sogar noch zahlen hier. Wir haben aber schon bezahlt und dann kommen hier diese Karten raus. Genau. Jetzt habe ich die schon weggepackt. Kiosk, das ist der Kiosk. Genau, auf Deutsch übersetzt heißt, wer übersetzt hat mit Kiosk. Ihr müsst also nicht runter auf die Straße zum Kiosk rennen, sondern ihr habt extra einen Pfeil gemacht. Da kommt eure Karte her, ist ja ganz einfach wie so eine EC-Karte und damit kriegt ihr dann unten die Tür auf. So, wenn wir jetzt gleich runtergehen und aus diesem Unterkunft, ich weiß nicht, kann man es Hotel nennen, aus dieser Unterkunft rauskommen. Dafür nehmen wir jetzt mal einen Fahrstuhl. Der Fahrstuhl ist natürlich hier auch ein großer Pluspunkt für den Ganzen, wenn ihr da mit so vielen Koffer ankommt. Oder wir haben ja gar nicht viele Koffer, aber unser Koffer war schwer. Ja, dann könnt ihr hochfahren. So, Sarah will laufen. Okay, da habe ich jetzt einfach nur mal fürs Video drauf gedrückt. Also hier, der kommt an. Ihr 2 Leute und euer Zeugs hier, Gepäck kriegt ihr da gut rein. Und ja, wie gesagt, der Fahrstuhl ist ein Vorteil. Okay, ja, wir sind in der ersten Etage, also hat Sarah jetzt recht gehabt mit dem Runterlaufen. Und wenn wir jetzt hier auf die Straße kommen, sind wir gleich bei einem weiteren großen Vorteil hier von dem Dings. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt einfach so aufziehen kann. Ne, man muss nämlich da noch auf Exit drücken. Dann kommt man hier raus. So, einmal an den Leuten hier vorbei. Und jetzt stehe ich hier genau, ja, schon fast in der Innenstadt. Also heute Morgen sind wir dahin gelaufen zu dem einen Lidl, der nachher zu hatte. Da in die Richtung müssen wir jetzt auch zu dem Lidl, der offen hatte. Aber wenn wir jetzt hier runterlaufen, ist eigentlich 500 Meter oder so sofort die Innenstadt. Ja. Aber jetzt laufen wir erstmal in die Richtung. Man hört es oben gar nicht. Ja, stimmt. Also unser Zimmer ist ja direkt hier erste Etage. Und von der ganzen Straße hier, von dem ganzen Treiben hört ihr überhaupt nichts. So, jetzt laufen wir erstmal hier in die Richtung. Und ja, wenn jemand Interessantes ist, dann... Sarah, hast du geduscht, hast auch geschlafen, aber irgendwie so richtig wie das blühende Leben, ja, sieht sie noch nicht aus. Ich weiß nicht, ob, ich habe ja auch nicht länger geschlafen, aber naja, sehen wir mal. Morgen sieht es besser aus. Ja, was uns auch noch aufgefallen ist, hier fahren viele Elektrofahrzeuge rum, jetzt die ganzen Taxis sind natürlich ein schlechtes Beispiel dafür. Taxis sind hier sehr teuer. Bolt und Uber ist günstiger und ja, wir haben ja aber auch nicht viel günstiger und wir sind dann halt mit Bus und Bahn hier hingekommen. Das hat auch sehr gut geklappt eigentlich. Gut, wir hatten ja auch Hilfe von einer netten Frau. Ja, und hier ist dann auch schon so ein Platz und wenn man da hinten rumgeht, ist man auch schon wieder auf der Einkaufsstraße. Wir müssen aber jetzt da lang. Jetzt sind wir hier an dem Lidl, wo wir vorhin gewartet haben, dass der aufmacht. Und wie ihr seht, das Ding ist immer noch zu. Entweder ist da irgendwo ein geheimer Eingang oder ja, das Teil ist halt am Ende. Ja. Und direkt gegenüber eigentlich, da hinter den Bussen jetzt, war dieser Platz, wo wir gewartet haben. Und da gehen wir jetzt mal rüber. Ja, jetzt gehen wir hier mal runter zu diesem Platz. Wir haben so da hinten gesessen und jetzt gehe ich einfach mal lang, weil wir haben dahinter so gesessen und ja, wie man sieht, ist halt nicht die beste Gegend. Ich werde auch mal gar nicht hinfilmen, sonst werden die Jungs sicherlich nicht freundlicher werden. Die wirken so oder so schon unfreundlich und solche Typen geisterten hier die ganze Zeit heute Morgen rum. War halt schon sehr fragwürdig. Da, wo der junge Mann gesessen hat, haben wir dann gesessen und konnten dann die ganze Zeit da oben diese Uhr beobachten. Weiß nicht, ob man die jetzt erkennt. Mittlerweile haben wir plus 37 Grad. Heute Morgen waren da noch 15 Grad und wir haben, ich glaube, 1,5, 2 Stunden gewartet, bis dann überhaupt mal ja, die Temperatur ein bisschen hochging. Der Brunnen war auch nicht an heute Morgen. Die Blumenverkäuferin hat, glaube ich, um 10 Uhr aufgebaut und um 10 Uhr haben wir hier unsere Zelte abgebrochen. Also ja, nicht die beste Gegend, obwohl eigentlich recht schön hier mit dem Brunnen, aber ist ja oft so, dass solche Plätze dann immer ja, von den falschen Leuten irgendwie besiedelt werden.
Schafskäse. Sarah ist schon am Essen. Also wir haben jetzt hier gerade bei Lidl eingekauft, haben endlich einen gefunden, der auch offen hatte. Und ja, zu den Preisen, ich habe so ein paar Sachen gefilmt, angefangen hier von Tomaten, Paprika und so was alles so, was bei uns vielleicht in nicht ganz so einer schönen Qualität ist, aber glaube ich dafür ein bisschen teurer. Interessant sind die Preise vielleicht auch nur für die Zuschauer aus Paraguay, die aus Deutschland sind vielleicht ähnlich. Ich weiß es nicht, könnt ihr mal unten drunter schreiben, wie sich die Preise zwischen Deutschland und Madrid so unterscheiden. Und ansonsten, wir haben dann gesamt 16,60 € oder so bezahlt für den ganzen Einkaufskorb. Ja, war auch viel Mist dabei, aber Sarah hat dann halt den Backshop entdeckt und dann wollte sie ein paar alte Sachen haben. Bier, ich auch. Die nächste Station ist die. Ja, und dann haben wir da noch irgendwie Käsebällchen und so Zeugs, ja, weil man so halt kauft. Ne? Aber naja, wir machen uns jetzt auf den Rückweg und ja, viel mehr passiert heute ja auch nicht mehr. Ich glaube, auf der Straße haben wir noch ein paar indische Restaurants, die wollte ich euch noch zeigen. Jetzt war ich schon wieder auf dem Rückweg da zu unserer Pension, zur Unterkunft, wie auch immer. Und hier sind dann lauter so Geschäfte. Ich glaube, da gerade stand pakistanisch dran, indisch, also lauter verschiedene Länderspezialitäten gibt es dann hier. Also da ist so indisches Restaurant, indisches Essen. Ich glaube, irgendwo kommt auch gleich mal eine Tafel dran. Ich weiß gar nicht, was hier gibt. Hier gibt es sogar afrikanisches Essen. Drüben wieder Indien, aber ich wollte jetzt einmal hier gucken, was so alles typisch da ist. Keine Ahnung, kenne ich gar nicht. So alles, ja. Auf jeden Fall braucht man keine Weltreise machen, man muss einfach nur hier nach Madrid gehen und dann kann man hier in allen möglichen, genau, da am Taj Mahal und guckt euch mal den schönen Hund an hier. Den wird Sarah gleich wieder mitnehmen wollen. Hier gibt es Tabak. Ah, ok. No, gracias. Solo filmar un poco para nosotros el canal de... From Paraguay. Paraguay. Ah, sí. muy bien. Sí. Es comida indio, for Indian. For Indian? Indian food. Indian Food, also. Okay, daily. Also er hat hier indisches Food. Und will uns hier auch gleich sein Restaurant zeigen hier. Sieht auch ganz nett gemacht aus hier. It's good food. It's back the food como dice, de argentinos, de famosos vienen. Mujer. No. No? England, llamado de my friend. Dale, gracias. Gracias. Thank you. Ciao, ciao. Oye, una pregunta. Dime. Perdona. Una pregunta. Ja, okay, hier geht es jetzt so weiter mit den ganzen Restaurants. Also er hatte jetzt irgendwie einen Anruf gekriegt, nicht von der Frau, wie ich gesagt hatte, aber irgendwie ein Freund. Und ja, draußen wollten da irgendwelche da Fotos, keine Ahnung, ich bin da immer nicht so, ich bin da immer so sehr misstrauisch, was das angeht. Aber er hat auch sofort gesagt, nein, macht er nicht, weil wer weiß, was das wieder für eine Masche war. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ja, die hätten ja so oder so abgewimmelt. Indisch ja, werden wir auf jeden Fall auch noch probieren. So, wir müssen jetzt hier irgendwie noch die Straße hoch und dann sind wir eigentlich auch schon wieder im Hotel. Also das war jetzt fußläufig 15 Minuten. Ja, wir sind ja langsam gelaufen, weil wir ein bisschen geguckt haben und so. Ja, und schauen wir mal, was wir noch sehen. So, gut. Guten Morgen. Wir sind jetzt relativ spät aufgestanden. Der Wecker hat geklingelt und wir haben den nochmal weitergestellt. Wir wollten dann doch ein bisschen ausschlafen. Wir haben jetzt gerade hier gesucht, den Platz, wo wir gestern angekommen sind, um euch das einmal zu zeigen. Wir meinen... Nein, wir sind da angekommen. Ja, aber jetzt, wir wissen nicht genau, ob wir da oder da rausgelassen wurden. Also, ihr kommt vom Flughafen und da ist direkt vor dem Eingang eine Haltestelle. Also ich weiß jetzt nicht, welches Terminal das war. Der 203er-Bus, der fährt direkt bis hin, 2 Haltestellen, 5 €. Und bei so einer kannst du gar nichts sagen. Nee, zurück, genau das Gleiche. Und zurück, einmal, wenn ihr da irgendwo ankommt, ist hier dieses tolle Gebäude. So. Und da ist die Haltestelle von dem 203er, der zurück wieder zum Flughafen fährt. Auch 2 Haltestellen, 5 € pro Person. Genau, den nehmen wir morgen dann. Der fährt 40 Minuten, glaube ich. Ah ne, da sind dann sogar mehr Haltestellen, weil Ja, bis zu unserem eigentlich ging Terminal. das recht schnell hier. Ja. Also bis zu unserem Terminal, der fängt dann jedes Terminal an, sind es dann auch 5 €.
Genau. Jo. Und wir gucken, dass wir euch jetzt hier mal so ein bisschen die Stadt zeigen. Also, wie gesagt, es ist nicht unbedingt was für uns. Es ist halt für Architektur und Kunst interessiert, aber vielleicht interessiert euch das ja. Ja, hier ist ja jetzt auch so eine Kunstausstellung, Genau. glaube ich. Ja, das ist jetzt nichts für uns. Wir gucken uns ein bisschen die Gebäude an. Vielleicht schauen wir mal. Ja, aber wie gesagt, für Leute, die Kunst und Architektur interessiert sind, ist das hier genau richtig. Es ist sehr schön, aber halt jetzt nichts, wo wir dann hingehen. Wir hätten lieber Palmen, ja, aber die kriegen wir vielleicht irgendwann nochmal. Und Natur. Aber egal, wir zeigen euch mal ein paar Sachen. Ah, das hab ich gar nicht gesehen. Da ist der Brunnen, ja. Sarah hat den Brunnen übersehen. Wir kamen auch gestern hier an und es war wie ausgestorben. Wir wollten euch das eigentlich gerne zeigen, aber dann haben wir doch zu lange geschlafen. Ah, egal, guckt euch einfach mal an. Und wir gehen mal da lang zu dem Park. Wir suchen mal hier so einen kleinen Park. Das ist der Bus, der die Touren macht. Oh, Vielleicht, hetzt der mich hier schon wieder. nein, vielleicht sehen wir den ja gleich nochmal. Ich hetze dich nicht, die grüne Ampel hetzt. Und hier sind jetzt halt auch alles so Souvenirshops, aber die gibt es auch in der Stadt, nur als Laden quasi. So, in der Jetzt nicht- Stadt. Nein, wir sind noch nicht Hier durch drin. den Park gehen. Ja, genau, wir gehen hier durch den Park. Die kennen wir ja aus anderen YouTube-Videos. Eigentlich wollte ich die auch gerne mal ausprobieren, aber ich habe keinen Bock auf Fahrradfahren. Aber vielleicht probieren wir gleich nochmal so einen Scooter aus. Ja. Aber das ist jetzt nicht dieser Park, ne? Nee, ich verstanden. Also so für mitten hier in der, ja also fast mitten in der Stadt ist halt echt schön. Aber laut hier. Ja, Von den ich wollte Autos. sagen, nur die Lautstärke nicht. Da kennen wir noch von uns mit den Indianern. So ein Ding habe ich für die Iris letztes Mal noch gekauft, aber mit einem Nyanduti drauf. Das ist so eine paraguayische Stickkunst. Hier kann man auch noch langlaufen. Das war jetzt von der Bushaltestelle eigentlich nur einmal über die Straße und dann links. Das sieht echt schön aus. Und auch wenn es halt hier, na, so Lautstärke technisch alles nicht ganz so toll ist, aber man kann es trotzdem genießen. Das ist halt der Nachteil der Stadt. Weshalb wir auf dem Land wohnen. So werden hier übrigens die Straßenschilder angeschrieben. Und guck mal, wir sind in der WM in Spanien. Und guck mal, was da sind. Fahnen. Da sollten sich vielleicht manche Länder noch mal ein Beispiel annehmen. Aber anderes Thema. Auch sehr schöne Gebäude hier wieder. Hier so eine Statue ist jetzt halt blöd mit dem Zaun, aber der irgendwie ist ja hier überall. Boah, richtig geil. So was müssen wir haben, Schatz. Mega. Keine Rentiere aus Paraguay. Da sagt er gar nichts zu. Die mit ihren Rentieren. Ich wollte nie Rentiere haben. Die wollte mir immer Rentiere anbringen. Ah, guck, das schweren Kamerateam. Schon wieder ein Löwe. Ja. Aber irgendwie, die müssten so seitenverkehrt sein. Ja gut, die passen vielleicht auf. Jetzt guckt euch das mal an, wie geil ist das denn? Das ist ein Auftakt. Hier ist auch noch ein Theater. Hier ist jetzt laut Google Maps Plaza de Canalejas. Wir waren hier gerade auch schon irgendwie. Martin sagt, da in die Straße ist so unser Hostel rein. Und hinter uns ist nämlich ein Chinese. Genau. Und wenn wir jetzt nämlich hier von uns aus genau geradeaus gehen, also eine Straße rechts von der Straße, wo unser Hostel ist, kommen wir direkt mitten in die Stadt. Also eigentlich ist das schon Genau, es ist schon Mittenstadt, Zentrum eigentlich. Laut Google Maps, ja. Boah, diese alten Gebäude halt, die sind so gigantisch. Gerade schon gesagt, da fühlt man sich irgendwie in Hamburg. Jetzt guckt euch mal hier das so an. Echt schön.
Ist ja auch nicht so, dass wir sowas hier hässlich finden. Nur ist halt jetzt nicht so unseres. Oder hier, Dior, Louis Vuitton, Chanel, alles was. So, und hier ist jetzt halt wieder eine Straße rein, da bei Chanel war das, glaube ich. Jetzt sind wir auf dem Weg zu diesem großen Platz. Der große Platz kommt gleich. Da Ja, ne? Doch. Der ist auch nochmal gigantisch. Und für die Kunstinteressierten, die können dann natürlich auch noch in die ganzen Ausstellungen, Museen und all sowas reingehen. Aber da haben wir ja keine Zeit. Aber gerade jetzt, wenn ihr aus Deutschland zuguckt, ist Madrid jetzt auch nicht allzu weit. Für uns ist es halt schon recht weit. Ja. Ach genau, da ist das Schinkenmuseum. Obwohl das Schinkenmuseum wäre ein Besuch wert. So, kurz nach dem Schinkenmuseum sind wir jetzt hier auf diesem riesigen Platz, den wir gerade meinten. Hier haben wir gestern auch noch fast eine Stunde verbracht, irgendwie mit Wartezeit. Genau, mit Wartezeit. Und in der Sonne aufwärmen. Jo, weil dann irgendwann, bevor wir da reinkamen, in die Unterkunft, kam dann mal die Sonne raus. Was uns auch aufgefallen ist, hier sind relativ viele Obdachlose. Wir sind gerade auch wieder an der Matratze lang gegangen. Mehrere. Gerade eben hier kurz vor dem großen Platz. Und immer mal wieder sieht man es. Ich glaube, gestern, wo wir ja, durch das von uns so bezeichnete Elendsviertel gegangen sind, da hat der auch gesehen, da lag einer. Und ja, das ist halt so eine Sache. Ja. Aber damit wird sicherlich jede Hauptstadt zu kämpfen haben. Ja. Hier nochmal so ein schöner Rundumblick von diesem riesen Platz hier in Madrid. Auch hier weiß ich nicht, wie der heißt. Habe ich gerade gesagt, leider ist das schade eigentlich, dass sie jetzt hier nicht irgendwo so angeschrieben, wie der Platz heißt, angeschrieben haben. Kann auch sein, dass wir es einfach nur übersehen haben. Aber das fände ich halt schön. Es ist kein Kritikpunkt, aber das wäre halt cool. Aber hier sieht man auch sehr viele Menschen in kurzen Sachen. Jetzt vielleicht davon zum Beispiel die Mädels. Also die rennen hier fast alle in kurzen Sachen rum und wir sind dick eingepackt. Der Mann hat auch ein kurze Buchse-T-Shirt. Und da ist ein Transformer. Haben wir gestern den haben wir gar nicht gefilmt, ne? King Kong, den wollte ich nicht filmen. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Genau. Ah, doch, da ist der King Kong doch. Oh. Aber der macht ja auch nicht allzu viel. Tja, selber schuld. Jetzt gehen wir zu dem King Kong, wenn er nichts macht. Na, so Tänze hat er halt gestern auch noch gemacht. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Da war ich echt bei diesen Bewegungen überlegen, ob da Mensch drin ist oder nicht. Aber dann haben wir das Fenster da am Bauch gesehen und dann musste da ist doch einer drin. Hier haben wir mal ein Schinkenangebot. Iberico, Bellota, ich weiß gar nicht, ob das... Hat auf jeden Fall was Besonderes. Iberico Bellota, okay. Ja, der passt leider nicht ins Reisegepäck. Nee, aber wir haben uns Schafschinken. Habe ich letztens erst gegrillt. Könnt ihr auch mal auf meinen Kanal gucken, jetzt mache ich mal Werbung für mich. Ja, ich habe gerade noch gesagt, wir wollten eigentlich gar nicht so viel filmen, aber irgendwie gibt es hier doch schon relativ viel zu filmen. Auch wenn es so Kleinigkeiten sind. Oder hier diese Skulpturen, alles zwischendurch. Die Optik ist halt schön. Hier ist der Opernplatz. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt hier nur die Oper ist oder ob es wahrscheinlich schon. Da habt ihr auch die Metro direkt an dem Platz. Wie gesagt, wieder was für Kunst. Ja, ist ja Kunst. Und wer demnächst noch hier ist, na doch, bis September, Oktober steht da sogar noch dran teilweise. Praktisch. Und hier auch. Isabel die Zweite. Auch cool. Wollte ich auch mal gerne fahren, auch auf Teneriffa damals schon. Aber ich glaube, ich würde eher nach vorne auf der Nase landen, als am Ziel. Ist auch direkt hier am Opernplatz rein. Direkt für die Brock Street. Ich weiß ja, ob die Straße so heißt oder ob das jetzt nur wegen dem Essen ist. Aber ist uns gerade auch schon aufgefallen. Einige solche Läden.
Ja, ich habe gerade einmal so grob. Ich kann es ja noch mal so langsam. Vielleicht interessiert sich einer. Ja. Wahrscheinlich Vox Street eingeben und dann finden. Ah, da sind sie wieder! Und die können so schön lächeln hier, die Polizisten. Ach genau, hier ist so ein Souvenirshop zum Beispiel. Von Madrid. So ein leckerer Spezialitätenladen. Ja, haben wir schon viel eigentlich so. Also wir kamen hier gestern an. Wir haben gedacht, wo soll das denn hier in der Innenstadt sein? Hier kann man probieren. Das war ich halt gut abgelenkt. Aber überall haben die diese Schotten runter gehabt. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt auch so ist. Wir waren jetzt nicht überall wegen der... Ah, genau. Hier zum Beispiel diese Rollläden. Und dadurch, dass sie alle noch besprayt sind, sah das richtig schlimm aus. Und jetzt, wo die ganzen Läden offen haben, ist hier richtig Leben drin. Das ist ein ganz anderes Bild als das, was wir zuerst hatten. Deswegen der erste Eindruck ist nicht immer das, was so ist, wie es ist. Oh. Hui. Hier waren wir gestern nicht. Das könnte der Plaza Mayor sein. Aber Ja, jetzt so nach dem Pferd zu urteilen, könnte das wirklich sein. Ich filme mal einmal hier rum, ne? Alter, boah, das sieht ja gigantisch aus. Um dieses Feeling wieder richtig zu erleben, müsst ihr natürlich wieder hinkommen. ja, sollte der sein. Boah, zu schnell gedreht. Und, ach du, da ist er. Wir kommen jetzt vom Kulturellen gleich zum Kinder. Ihr seht auch wieso. Denn das ist der Reiter und da sind die Simpsons. Ich fahren wir von vorne. Wenigstens haben wir auch einen eingemacht. Da, Plaza Mayor. Ja, Genau. da steht's so. Ah, also sind wir doch richtig. Ja, an dem Plaza de Mayors. Direkt durchgehen. Da wäre so eine Straße. Oh. Ja. Ah, da seht ihr das, was ich gerade meinte. Hier und dann da den Vergleich. Das ist halt schon ein arger Unterschied. Denn wenn ihr die ganze Innenstadt nur so seht, so wie da jetzt, dann wirkt das halt echt mies. Aber wenn man das dann wieder so wie hier sieht, hat das ein ganz anderes Bild. Viel schöner. Vor allem, wir haben die Läden halt auch noch so süß aufgebaut. Könnt ihr bei Geppetto einkaufen. Oder hier Wolle. Das war die alles so süß aufgemacht. Okay, jetzt kann ich schon gleich nicht mehr filmen, nee, weil es ist definitiv zu voll hier. Ein Winkelkatzenladen. Nein, das ist hier so ein Allesladen. Hier kriegt ihr auch Schuhe, also ihr kriegt hier echt alles. Oh. Genau, an den Winkelkatzen rechts rein. Hier auch wieder eine Basilika. Jetzt gucken, dass ich hier nicht auf die Straße falle. Und wieder mit einem Tourguide. Das ist halt auch was. Ja, genau, das ist halt die Tour, die man kriegt, wenn man diesen den Touribus da mietet. Da kriegt ihr ja so eine 2-stündige Führung durch Madrid noch gratis dazu. Boah, jetzt guckt euch das mal an. Irre. Das ist toll. Palmen, endlich mal was Grünes hier. Diese werden gerade auch durch den grünen Park. Ja, durch einen Park, alles andere ist zugepflastert. Das ist dann halt mein Problem. Ich liebe es grün. Und so ein paar Pflanzen, oder was wir halt auch gerade schon in dem Park gemerkt haben, wenn man an Straßen lang geht, ist okay. Aber wenn man durch diesen Park geht, das macht so viel Unterschied. Wenn man halt einfach so durch ein paar Bäume läuft, man kriegt viel besser Luft. Die Luft ist viel kühler. Die Atmosphäre ist angenehm.
Genau. Deswegen verstehen wir halt nicht, es sind ja auch viele Städte, gerade auch in Deutschland, die jetzt mittlerweile zurückbauen und halt viel mehr Bäume wieder pflanzen. Bäume, Grünflächen, also weil das macht schon extrem viel aus. Und nicht nur optisch, halt also für die Gesundheit. Das meinte ich mit Grünflächen. Irre schön. Leider hinter Gittern. Na, es wird ja wahrscheinlich irgendwas Privates sein, ich weiß gar nicht. So eine Statue noch. Ah, da. Echt schön. Calle de Sacramento, okay. Eine geile Art von Tuk-Tuk. Richtig geil. Ich hoffe, der Ding ist ein E-Bike, weil wenn der von Fuß trampeln muss, quasi, Prost Mahlzeit. Das wirkt doch alles gar nicht so auf dem Video. Es wird so wieder laut, deswegen höre ich auf zu filmen. Palacio Real de Madrid müsste das sein. Wir haben jetzt auch nochmal die Straße gewechselt, zur Straßenseite. Wollen wir einmal so lang filmen? Für euch. Da kommt da jetzt gleich nochmal so. Boah, ey, das ist ja schon fast ein Stadtteil. Also da müsst ihr live, das müsst ihr live sehen. Und guck mal, endlich Bäume. Geil. Schade, dass jetzt der Himmel da hinten nicht mitspielt, aber es sieht trotzdem gigantisch schön aus. Boah, hier die andere Seite auch nochmal. Hier. Calle de la Tuk-Tuks. Geil. Hier habt ihr auch noch so eine Tourismusinformation. Warte, geht da gerade mal hin. Ziemlich. Von da, also wir sind relativ rechts hier. Und von dem, wo wir herkamen. Und er hat was entdeckt. Das ist hier Broschüren in der Sprache. Wie geil ist das denn? Wasser, Wasser, Wasser. Okay. Kommt bis zu mir? Oh nein. Alles nass aus, kommt nicht bis zu mir. Wahrscheinlich, wenn so ein Windzug kommt. Aber hier ist er auch schon sehr schön. Es ist grün. So bin ich eigentlich die Einzige, die hinter der Absperrung ist. Weil du so fasziniert von den Wasserspielen bist. Ah doch, da kann man noch lachen. Ich dachte jetzt, ich war hier ganz falsch. Da haben die aber auch nur wegen dem Wasser abgesperrt. Hier auch nochmal ein kleiner Einblick. Oh, ja gut, Parkplatz muss man jetzt nicht filmen. War es bestimmt früher nicht. Oh, boah. Irre. Da standen früher die Kutschen. Genau. Hat auf jeden Fall Vorteil, König zu sein. Hat man ein schönes Haus. Ja? So, wir haben uns gerade halt auch so dazu entschlossen. Wir filmen jetzt nicht mehr ganz so viel, weil wir können das alles gar nicht festhalten. Das ist so irre. Martin hat auch gesagt, wir laufen hier nur lang und es ist überall irgendwas zu filmen. Deswegen nehmt euch am besten Zeit, kommt hin. Nehmt euch entweder so einen Bus oder einen Tuk-Tuk oder lauft halt einfach nur durch die Gegend. Es gibt hier so viel zu entdecken. Ja, mehr als einen Tag braucht man. Genau, mehr als einen Tag. Bei uns ist ja eh nur Zwischenstation. Aber wir gehen jetzt nochmal ins Grüne. Das ist so der Park bestimmt, ne? Ja, genau. Dann gehen wir hier jetzt in den Park. Hoffen wir. Da ist der Transformer wieder. Oder ein anderer, wahrscheinlich ein anderer. Nee.
y ahora se está intentando más o menos en coche. Richtig schön. Entonces el centro ahora está restringido, pero... Einmal hier die Öffnungszeiten für den Park. Dass hier nicht hier reingehen und dann auf einmal eingeschlossen sein. Ich glaube das. Ja doch. Ja. Also. Ne, ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Müsst ihr auf das Ding gucken. Auf jeden Fall ist der Eintritt umsonst. Genau, wir sind hier jetzt nämlich im Park und der ist auch bewacht. Das ist auch richtig toll. Oh, ich dachte, jetzt muss man doch bezahlen und der schreit uns hinterher. Boah, ist das schön. Hier, rechts. Wo ich gerade sage, ist das schön, kommt hier so eine Dingens. Ey, die haben wir bei uns auch. Ein Polizeifahrzeug mit Sirenen. Sirenen, ja. Ach, guck mal, Sarah ist endlich mal wieder in einem Wald. Ja, den hat sie sehr vermisst. Aber ich muss sagen, das ist wirklich angenehm hier. Boah, das ist richtig. Und direkt viel kälter. Was man so Wald nennen kann hier im Palastgarten. Aber das ist echt viel geiles Klima hier. Aber muss ja jeder selber wissen, was er macht. Nur wir finden es halt deutlich schöner, in so einer natürlichen Umgebung auch zu sein. Und die Luft zu genießen. Da ist der Gärtner. Ja, wahrscheinlich einer der Gärtner. Was ist da? Königliche Schatzkammer. Ah ja, die königliche Schatzkammer. Und alle Plätze haben hier so ihren eigenen Namen. Schild. Alles schon echt schön. Ja, das ist halt hier jetzt ein Park. Wenn da was Tolles kommt, filme ich das. Ansonsten reicht das ja auch für euch. Wir wollen das Video jetzt auch nicht unnötig zu lang machen. Wir sind jetzt hier nochmal so unten. So unten am Palast, aber wie nennt man das ja, ne? Und gehen jetzt nochmal hoch. Leider spielt die Sonne gerade nicht mit. Irgendwie versteckt die sich da hinter so ein paar Wolken. Sowas entdeckt man ja auch noch. Ganz schön, bevor die Leute hier durchgehen. Auch so eine, ja, wird so eine Kunstausstellung sein. Höchstwahrscheinlich. Boah, das sieht ja danach richtig geil aus, wenn das noch beleuchtet ist. So Fotos habe ich auch. Hab ich auch mal gemacht. Aber auch hier alles richtig schön akkurat geschnitten. Der Rasen ist die ganze Zeit dabei gemäht zu werden. Da halten wir echt tollen Schuss. Nicht ein Stückchen Müll. Hier ist noch ein Fachwerkhaus in den Tannen. Aber ja doch, da müsste sogar Fachwerk sein, nicht nur Scheint ein Fachwerkhaus zu sein. Es scheint ein Fachwerkhaus zu sein. Klugscheißer. Was mir hier auffällt, wir müssen Sport machen. Wir sind so ein kleines Stück hier hochgelaufen und ich bin absolut nicht in Form. Ich habe ja mit Sport angefangen, das hat er nicht ganz so hingehauen. Aber in unserem nächsten Ziel geht es definitiv weiter. Wir sind hier bei Vox Street. Und das ist der Laden. Wir sitzen hier nämlich schön in der Ecke. Deswegen kann ich von hier super einmal lang filmen. Ja, wir waren jetzt in der Vox Street quasi doch essen, weil wir hatten Hunger und das bot sich eigentlich an, weil ich fand den Laden so toll. Chicken Curry und was war das? Teriyaki. Teriyaki, genau. Richtig lecker. Also wenn ihr hier seid, müsst ihr unbedingt da mal essen gehen. Genau. Hier kann er dem Koch beim Feuer machen zugucken.
Ja, Sarah hat das gerade alles noch gefilmt, können wir euch noch einblenden, weil es regnet, wie ihr gesehen habt. Ich habe gerade auch schon mal gefilmt vom Fenster raus. Ja, wir müssen jetzt zusehen, dass wir in die Unterkunft kommen, denn wir sind natürlich für Regen, bis auf hier so eine Kapuze, die natürlich auch nicht wasserdicht ist, nicht ausgerüstet. Und dementsprechend, ja, ab in die Unterkunft. Wir waren jetzt gerade hier in dem kleinen Lädchen. Wir haben jetzt hier einmal 1,5 Liter Wasser mit ohne Gas und einmal 1,5 Liter mit Gas und haben jetzt 3,10 € bezahlt. Also definitiv Touristenpreise, weil Ja. im Lidl hat das Wasser Ist irgendwann mit 20 Cent 20, gekostet. 30 Cent gekostet. Naja, jetzt haben wir den brauchen beim Regen jetzt nicht mehr nur noch durch die Gegend. Ja, vor allem die Lidls hier, oder an sich die Supermärkte sind sehr rar. Ja. Also da sucht man sich doof und dämlich hier. Und irgendwo stehen die Leute hier alle wieder an. Aber die verstecken sich vor dem Regen auch. Ja, eins von beiden. Aber regnet ja jetzt gar nicht mehr so doll. Nee. Ah, ne, die stehen da jetzt. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade schon bei uns an der Unterkunft vorbeigegangen. Martin hat so halb was gesagt. Also für uns ist heute Feierabend. Wir gehen jetzt noch ins Hotel. Bei dem Wetter lässt sich eh nicht viel machen. Wir müssen noch Videos schneiden und sehen uns morgen wieder. Also bis morgen. Wir sind jetzt hier am Auscheckautomaten und die arme Sarah ist schon ein bisschen überlastet. Wir haben jetzt einfach wie ein anderer Kunde auch unsere Karte dahingelegt, weil man kann hier online auschecken, aber keine Ahnung, wo man die Karten hinlegen soll. Da stand, legt die Karten zur Rezeption und wenn man dann hier um die Ecke geht, an dieser netten Tür, dann ist da die Rezeption und in den Kästen kann man jetzt natürlich auch die Karten nicht hinlegen. Deswegen, da sind die, glaube ich, schon ganz gut positioniert. Und ja, Großen und Ganzen waren wir zufrieden. Ne? Sarah hat jetzt sogar noch gefunden, dass das Ganze aktuell sogar 72 € kostet hier. Und naja, schauen wir mal. Wir haben Fletschauge. Oh, und arme Sarah hatten wieder mal ein Fletschauge. Da waren ja jetzt, seit du das Video gemacht hast, Monate Ruhe. Und jetzt schwillt das blöde Auge an. Ja, müssen wir gucken. Sie hat Tabletten und alles dabei. Ja, werden wir mal sehen. Naja, auf jeden Fall machen wir uns jetzt zum Weg zur Bushaltestelle. Auf den Weg zur Bushaltestelle. Ja, so, bis dann. Wir sind jetzt hier am Flughafen angekommen, am Terminal 1. Wir müssen zum Terminal 4. Wir sind ja mit dem Bus gefahren und sind jetzt auf dem Weg zum Terminal 2. Das ist gar nicht mal schlecht. Da werden immer dann so die Zeiten angegeben. Ja, die Busfahrt hat jetzt 5 € pro Person gekostet. Und ja, ging auch recht schnell, also hat alles super geklappt. Wir sind an der Bushaltestelle angekommen, dann kam auch schon kurzzeitig der Bus danach. Und ja, jetzt sind wir gleich am Flughafen. Selbst Sarah schafft es hier, den Bus auszuhalten. Der Gute hier in dem Bus ist, man hat auch hier noch Platz, wo man sein Gepäck ablegen kann. Ja gut, den großen Koffer habe ich jetzt nicht reingetan, aber wir haben ja hier die Paketsicherung. Die Sarah sichert alles. Naja, wir sind auf jeden Fall jetzt gleich da. Hast du mir jetzt als Paketsicherung abgestellt? Nein, du sicherst das Paket, habe ich gesagt. Sarah ist begeistert. Wir müssen mit dem Zug fahren, weil irgendwie noch 20 Minuten mit dem Zug entfernt ist unser Gate. Und Sarah mag keinen Zug fahren. Nee, gar nicht. Was will man machen? Sarah hat es überlebt. Ich hätte gern in der Bahn gefilmt, aber da war da so voll drin, dass ich die Kamera nicht rausgekriegt habe. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier an der Station angekommen. Wir sitzen jetzt hier endlich vor unserem Gate und wollten eigentlich nur noch mal Tschüss sagen, denn jetzt geht's nach Bangkok. Und das ist immer noch nicht unser Endziel, aber wir sind schon im richtigen Land. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich muss auch Tschüss sagen. Ja.